Mensch, Steffi, nur noch wenige Stunden und Bastiane und Uli sind geschiedene Leute. Ist das vielleicht nichts? Ja, gut, als Liebespaar sind sie dann vielleicht Geschichte. Aber wer sagt dir, dass sie dann auch das Stück schmeißen? Von Clarissa. Du hast ihre Vollmacht schon vergessen. Ja, aber wie kann ich Geschäfte machen oder Geld aus ihren Firmen ziehen, wenn ich von der Polizei gesucht werde? Du brauchst nur zu unterschreiben und den Rest erledige ich. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke, aber das kann ich leider nicht annehmen. Warum nicht? Ich möchte mich dir gegenüber in keiner Weise verpflichtet fühlen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Gruß und Kuss, deine Bastiane. PS, Uli darf nichts erfahren. Ja, das passt. Danke, das war sehr schön. Welcher Teil ist jetzt dran? Nun schmeiß Das war diese hier. Da, ne? Okay. Lena? Würden Sie bitte auf die Bühne kommen? Schon unterwegs. So, für die nächste Szene habe ich mir Es folgendes. läuft alles nach Plan. Als Beweis deiner Liebe übergibst du dem Tier nach deinen letzten Worten das Amulett. Und zwar so, dass ich ohne euch nicht sein kann. Ja? Verstanden? Ja. Gut, dann Klar. probieren wir das gleich mal aus. Okay. Uli, Ja, ich komme. was ist denn? Ja, doch. Das steht hier aber gut. Es sieht ganz so aus, als hätte es sich dieser Patrick zur Aufgabe gemacht, dich aus brenzlichen Situationen zu retten. Hm? Sieht wirklich ganz so aus. Aber das Tollste ist, dass er der Leiter unseres Sozialkundeprojekts ist. Worum geht's denn in diesem Projekt? Ach, wir reden über die Probleme von jungen Leuten aus unterschiedlichen Schichten. Ach so, das klingt ja interessant. Na, ich weiß nicht. Ich habe eigentlich genug eigene Probleme. Da muss ich mir nicht auch noch die der anderen antun. Von Anstetten. Barbara! Ja, sicher. Ja? Hallo, Kathi. Wie geht's dir? Gut. Und dir? Eigentlich auch ganz gut. Eigentlich. Mir macht unser letztes Gespräch zu schaffen. Besser gesagt, das, was ich eigentlich sagen wollte, wozu ich nicht gekommen bin. Ja, geht mir genauso. Sollten wir nicht einen neuen Anlauf versuchen? Sollten wir. Wo, wann? Wie ist dir recht? Was hältst du denn davon, wenn du jetzt gleich nach Friedenau kommst? Hallo, bist du noch dran? Ja. Und, kommst du? Also unter normalen Umständen hätte ich das längst getan, aber so. Warum treffen wir uns nicht einfach in der Stadt? Oder in einem Café? Kathi, bitte tu uns den Gefallen, ja? Ja, gut, dann komme ich nach Düsseldorf. Sagen wir gegen 4 No Limits? Einverstanden. Gut, bis dann. Kathi, Ja? ich vermisse dich. Ich dich auch. War es eigentlich schwierig, Clarissas Sachen aus ihrem Büro rauszukriegen? Nein, wieso? Ich kann mir vorstellen, dass ihre Sekretärin doch bestimmt wissen wollte, wo die Sachen hinkommen und wer das alles angeordnet hat. Keine Sorge. Ich habe ihr erklärt, dass ich dich während deines Auslandsaufenthaltes vertrete. Und das hat sie geschluckt? Naja, sagen wir mal so.
Nachdem ich ihr bezahlten Sonderurlaub gegeben habe, war sie nur noch damit beschäftigt, eine Reise in den warmen Süden zu buchen. Verstehe. Das ist ja interessant. Wusstest du, dass Clarissa einen Vertrag mit einem Versandhaus hat? Nein. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Linie Clarisse in einem Katalog zwischen Bettwäsche und Haushaltsgeräten angeboten wird. Ich mir auch nicht. Aber hier steht's schwarz auf weiß. Clarissa überarbeitet seit Jahren ihre Modelle für die Kollektion und liefert sie an das Unternehmen ab. Ganz schön raffiniert, das gibt dicke Gewinne. Erklär mir das bitte. Clarissa vermarktet ihre Modelle zweimal. Zunächst als Haute Couture für die oberen 10.000, danach im Versandhandel für Hinz und Kunz. Unter dem Pseudonym Clara May. Clara May, der Name kommt mir bekannt vor. Ich kann dir auch sagen, woher. Clara May ist die Linie, von der Clarissa immer behauptet hat, sie würde sie ohne ihr Einverständnis kopieren. Dabei kassiert Clarissa auch in Wahrheit hier ab. Und das nicht zu knapp, wie es aussieht. Danke für den tollen Abend. Du bist wirklich ein wahnsinnig guter Tänzer. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Gruß und Kuss, deine Bastiane. Mist. Hi, Mimi. Hallo. Hey, was ist mit dir los? Ich denke nach. Worüber? Über so einen Film. Also da hat die Freundin von einem Typen was mit einem anderen laufen. Das soll vorkommen. Und er findet einen Brief bei ihr, den sie an den anderen geschrieben hat. Und wo? In ihren Unterlagen. Er hat aber nicht geschnüffelt oder sowas, sondern er hat ihn durch Zufall gefunden. Klar. Das heißt, wieso findet er einen Brief von ihr? Eigentlich müsste er doch einen Brief von ihm in ihren Unterlagen finden. Siehst du? Das hat mich auch die ganze Zeit gestört. Obwohl andererseits, Was? na, kann ja gut sein, dass sie vergessen hat, den Brief abzuschicken. Oder so. Alle Fragen geklärt? Alle Fragen geklärt. Na gut. Oder auch nicht. Mist. Heute klappt aber auch überhaupt nichts. Hey, immer locker bleiben. Du hast gut reden. Wenn das so weitergeht, bekomme ich meine Rolle nie zurück. Also so pessimistisch würde ich das Ganze nun auch wieder nicht sehen. Von wegen. Dein genialer Plan mit dem Brief ist doch voll in die Hose gegangen. Uli hat den Zettel eingesteckt und hat kein Wort zu Bastiane gesagt. Er hat eben eine lange Leitung. Lena, ich würde eher sagen, er hat gecheckt, dass es nicht ihre Handschrift ist. Das glaube ich nicht. Weil dann hätte er den Brief nämlich sofort in den Papierkorb geschmissen. Aber so hat er ihn gelesen und er ist misstrauisch geworden. Wo willst du das wissen? Ja, das konnte man doch deutlich an seinem Gesicht ablesen. Naja, und wenn schon. Solange die beiden zusammen sind, wird sich eh nichts ändern. Das stimmt allerdings. Und genau deshalb müssen wir jetzt noch einen draufsetzen. Ja, willst du ihm noch mal so ein Briefchen unterjubeln oder Ach, was? Quatsch, nein. Ja, sondern? Jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt, um Bastianes Verehrer ins Spiel zu bringen. Wie willst du jemanden ins Spiel bringen, den es überhaupt nicht gibt? Den es noch nicht gibt, meine Kleine. Wir reden gleich weiter. Hallo Kathi. Hallo. Kennst du schon Patrick? Wir kennen uns schon, ja. Aha. Und woher? Das erzähle ich dir ein anderes Mal. Das ist eine längere Geschichte. Hi. Hi. Da seid ihr endlich. Und? Hat sich dein Cousin schon eingelebt? Na, frag ihn doch selbst. Ich fühle mich hier schon wie zu Hause. Habe ich das gerade richtig verstanden? Du bist seine Cousine? Ja. Was hast du denn gedacht? Nichts. Aha. Ich muss auch los. Aber vielleicht sehen wir uns ja später noch. Ja, schon möglich. Ich habe nämlich nachher noch eine Verabredung mit meiner Mutter. Mit deiner Mutter? Ich dachte, du triffst dich hier mit deinem Freund. Ich habe keinen. Jedenfalls nicht im Moment. Naja. Verstehst du dich gut mit deiner Mutter? Ja, eigentlich schon. Nur im Moment, da läuft es nicht so gut. Dann drücke ich dir die Daumen, dass es besser wird. Ich muss los. Viel Glück also und grüß deine Mutter unbekannterweise von mir. Mach ich. Ciao. Tschüss. Tschüss. Entschuldigung. Sag mal, die Anstetten Immobilien GmbH, hat die sich mehr auf Wohnungen oder Geschäftsräume spezialisiert? Auf Geschäfts- und Büroräume. Allerdings in den neuen Bundesländern wegen der Abschreibung. Wieso?
Ein Bekannter von mir sucht gerade gute Büroräume in der City. Das dürfte doch bei der derzeitigen Pleitewelle kein Problem sein. Ja, du sagst es. Nicht ohne Grund fallen die Mieten für Gewerberäume ins Bodenlose. Wie ist denn eigentlich Arno Brandner so? Wie bitte? Arno Brandner, wie ist denn der so? Nett. Sehr nett sogar. Wieso fragst du? Ich habe hier gerade was von ABB gelesen. Sander und Partner. Und Frau Sander, wie ist die? Erika. Ganz in Ordnung. Ist übrigens Arnos Lebensgefährtin. Und geschäftlich? Ist ja eine kompetente Frau. Verstehe. Tanja, Ja? ich müsste heute noch ein paar Geschäftsbriefe schreiben. Könntest du sie mir aufgeben? Ja, klar. Danke. Einen habe ich noch, pass auf. Ja. Warum muss Rapunzel blond gewesen sein? Keine Ahnung. Ja, ist doch vollkommen klar. Jede andere wäre runtergegangen, hätte die Tür aufgemacht. Also ehrlich gesagt mag ich ja keine Blondinenwitze. Aber der war gar nicht so schlecht. Ja du, wenn das so ist, ich habe da noch ein paar ganz heftige auf Lager links, die kann ich dir unter 4 Augen erzählen, oder? Ja, danke. So gut war er dann auch wieder nicht. Ja, okay. Siehst du, was ich sehe? Und denkst du, was ich denke? Besser kann's doch gar nicht laufen. Oh, doch. Was hast du vor? Mich mit Gerd unterhalten. Zahlen, bitte. Mach dir nicht so viel Gedanken. Es wird bestimmt was Wichtiges dazwischen gekommen. Ja, da kommt ja immer irgendwas Wichtiges dazwischen. Hi. Dann hat sich das mit den Zahlen ja erledigt. Was willst du trinken? Kaffee, bitte. Ja. Es tut mir leid, dass ich so spät komme. Schon okay. Nein, das ist nicht okay. Ich lasse dich ungern warten. Was ist denn passiert? Probleme in der Firma, die Kollektion. Wie immer. Na? Na? Lass dich mal anschauen. Geht's dir wirklich gut? Ja. Kommst du allein zurecht? Ich bin nicht alleine. Christoph ist noch da. Ihr kommt voll gut miteinander klar. Hm? Schon, ja? Warum gelingt uns das nicht? Ich weiß nicht, aber es käme auf einen Versuch an. Heißt das, du bist nicht mehr böse wegen unseres Streits? Ich bin froh, dass du das sagst. Und ich bin froh, dass du da bist. So, ein Kaffee für die Dame. Dankeschön. Weißt du, was wir in Zukunft machen sollten? Wir sollten uns einfach nicht mehr streiten. Ich bin dabei, soweit es mit dir möglich ist. Und wir sollten es öfter sehen. Am besten jeden Tag. Okay, was machen wir morgen? Morgen. Morgen machen wir Weihnachtseinkäufe. Oh ja, ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Das heißt, Moment. Morgen bin ich in Hamburg. Aber übermorgen. Tut mir leid, das habe ich ganz vergessen. Aber nächste Woche. Ja, nächste Woche. Da kann ich dich sogar aus Friedenau abholen. Wie war das? Nichts ist wichtiger. Vergiss es. Gott, warte doch. Das habe ich doch nicht so... So, jetzt klickst du die Maus an und ab geht die Post. Und die Galerie Kranowitz Hat jetzt einen Geschäftsbrief in ihrem elektronischen Briefkasten. Darin steht, dass der geplante Bilderaustausch mit der Galerie Schneider auf unbestimmte Zeit verschoben werden muss, weil du dich auf Reisen befindest. Genial. Ja, besonders in einer Situation wie dieser. Du kannst von überall aus deine Geschäfte tätigen. Ich hätte nie gedacht, dass das so einfach ist. Naja, du bleibst ja noch ein Weilchen auf Friedenau. Dann kann ich dir die Finesse mal ausführlich erklären. Was würdest du tun? Klar. Aber jetzt muss ich mich erstmal um die Dinge kümmern, die man trotz aller Technik noch persönlich erledigen muss. Ja. Sag mal, und alles, was ich an Unterschriften brauche, ist hier drin? Ja. Okay, tschüss. Tschüss. Falls noch was ist, ich bin im Büro oder im Penthouse von Clarissa. Ja, bis später. Oh nein.
Tschüss. Tschüss. Ciao. Wie wär's, wenn wir jetzt nach Friedenau fahren und den Rest des Nachmittags gemütlich vorm Kamin verbringen? Klingt super. Aber leider habe ich heute Nachmittag schon eine Verabredung. Och nee, und mit wem? Mit Steffi. Ich habe ihr einen Einkaufsbummel in der Stadt versprochen. Und dann sag ihr einfach, dass du keine Zeit hast. Das kann ich doch nicht machen. Wenn ich jetzt Steffi absage, dann wird sie bestimmt wieder sauer. Und dann geht der ganze Knatsch von vorne los. Dann treffen wir uns nach eurem Einkaufsbummel einfach im No Limits, okay? Und danach wollten wir noch zu Steffi gehen. Kannst du das nicht wenigstens absagen? Ach, Uli. Ja, ich weiß. Du hast ihr versprochen und nach den ganzen Trouble, den ihr beide hattet, bist du froh, dass ihr euch wieder vertragen habt. Ich weiß. Und wann machen wir endlich mal wieder was zusammen? Hey, ich verspreche dir, ich komme in jedem Fall noch anschließend bei dir vorbei. Okay? Ja? Ich bin soweit. Okay, dann lass uns mal los. Ciao. Tschüss und viel Spaß. Danke. Tschüss. Hey, träumst du? Hey. Was ist denn das? Oh, pardon. Gott sei Dank hat Ihr Mantel nichts abbekommen. Was? Ihr Mantel. Sieht so aus, als sei nichts dran gekommen. Ja, sieht so aus. War ja auch kaum mehr was drin. Vorsicht! Schneiden Sie sich nicht. Ich mag keine Papiertaschentücher. Danke. Darf ich Sie auf den Schrecken zu einem Café einladen? Okay. Und dann kommen Sie. Was mache ich denn jetzt bloß? Ach, Mist. Hi. Ist was? Das wollte ich dich gerade fragen. Wieso? Ja, guck doch mal in den Spiegel. Ja, und dann? Wirst du feststellen, dass du genauso aussiehst, wie ich mich fühle. Nämlich beschissen. Oh, danke für das Kompliment. Gern geschehen. Tja, aber so ist das nun mal, wenn man den Rest des Tages alleine verbringen muss. Und wie kommst du darauf, dass ich alleine bin? Tja, wie wohl? Das hat überhaupt nichts zu sagen. Ich bin nämlich auch schon so gut wie weg. Und ich wäre längst mit Steffi im Kino, wenn sie sich nicht in letzter Minute umentschlossen hätte, um mit Bastiane shoppen zu gehen. Und wieso bist du nicht mitgegangen? Ihr Frauen steht doch auf sowas. Und warum sitzt du nicht auf dem Schulklo und rauchst eine Kippe? Ihr Männer braucht das doch, um zu zeigen, wie cool ihr seid. Okay, 1:0 für dich. Und was machen wir beiden Alleingelassenen jetzt? Ein einsames Herz und noch ein einsames Herz. Na, das macht? 2 einsame Herzen. Genau. Und 2 gemeinsam sind niemals einsam. Stimmt's? Also, worauf wartest du noch? Lass uns was zusammen machen. Wir? Straßenfeger. Der neueste Straßenfeger hier. Die Zeitung für Obdachlose Herring. Komme sofort. Tja, sieht aus, als hätte ich alles verloren. Den Mann, von dem ich geglaubt habe, dass ich ihn liebe. Oder immer noch liebe. Meine Tochter, die ich wie einen Geschäftstermin hin und her geschoben habe. Man will alles richtig machen, macht immer alles falsch. Es ist nie zu spät, das Ruder rumzureißen und den Kurs zu wechseln. Manchmal schon. Ach was. Um auf einen Menschen zuzugehen und mit ihm zu reden, ist es nie zu spät. Das sagt sich so leicht. Es ist nicht immer leicht, aber meist der einzige Weg, um wieder zueinander zu finden. Vielleicht haben Sie recht. Den neuesten Straßenfeger? Ja, klar. Stimmt so. Oh, danke. Straßenfeger. Das habe ich Ihnen mein halbes Leben erzählt und Sie wissen gar nicht, wer ich bin. Ich heiße... Ich glaube, das sollten Sie nicht tun. Wieso? Es redet sich meist leichter, wenn man den Namen seines Gegenübers nicht kennt. Glauben Sie? Ich meine, kennen Sie das nicht? Man sitzt im Zug oder im Flugzeug. Und ganz plötzlich fängt man an, dieser unbekannten Person die geheimsten Dinge zu erzählen. Ich vermute, es liegt daran, dass man einem Fremden gegenüber frei reden kann. Man sieht ihn nicht wieder und nimmt keine Rücksicht.
Ich glaube, mir kann keiner helfen. Falsch. Sie können sich selber helfen. Und wie? Die Frage haben Sie doch längst für sich beantwortet. Was hindert Sie daran, zu Ihrem Freund und Ihrer Tochter zurückzukehren? Ihr Stolz? Glaubst du mir jetzt endlich? Die abgefahrensten Teile bekommt man eben nur in Düsseldorf. Stimmt. Hallo zusammen. Hi Cleo. Na, Cleo. Die Weihnachtsgeschenke fallen dieses Jahr wohl eine kleine Nummer kleiner aus, ne? Tja, kleiner schon, aber nicht unbedingt billiger. Aber einen Drink könnt ihr euch schon mal leisten. Ja, eine Cola bitte. Für mich auch. Kommt sofort. Tja, alles in allem hat sich der Nachmittag ja echt gelohnt. Nur schade, dass wir nicht schon früher auf die Idee gekommen sind, nach Düsseldorf zu fahren. Wieso? Wir haben noch alles bekommen. Ja, schon. Aber wenn ich es früher gewusst hätte, hätte ich noch Uli Bescheid sagen können. Wir wollten uns nämlich ursprünglich hier treffen. Das kannst du doch immer noch. Anruf genügt. Ach nee, lass mal. Wieso? Habt ihr Trouble? Quatsch. Ja, dann verstehe ich nicht, warum du ihn nicht anrufen willst. Weil wir uns für später jetzt verabredet haben. Und außerdem, ein bisschen warten hat noch keinem Typen geschadet. Ganz im Gegenteil. So, bitteschön. Danke. Danke. Danach sind sie umso netter. Stimmt. Ach, sieh mal, wer da kommt. Hi. Hallo. Du hast doch nichts dagegen, wenn er sich zu uns setzt. Nein, wieso? Naja, hätte ja sein können. Was macht ihr denn hier? Ja, was wohl? Wir haben auf dich gewartet. Tja, wenn das so ist, dann seid ihr natürlich eingeladen. Danke. Bitte, meine Herrschaften, nun gehen Sie doch nach Hause. Sie können von hier aus doch eh nichts sehen. Bitte. Ja. Entschuldigung. Na, junge Frau, Sie wollen den Wagen doch wohl nicht da parken. Nein, ich wollte eigentlich hier durch. Wie Sie sehen, geht das nicht. Wo wollen Sie denn hin? In die Rhein-Ufer-Allee. Okay, da haben Sie heute aber ganz schlechte Karten. Die mussten wir weiträumig absperren. Naja, wie es aussieht, werden die Aufräumungsarbeiten noch eine ganze Weile dauern. Um Gottes Willen, was ist denn passiert? Eine Gasexplosion. Vermutlich bei Bauarbeit. Aber keine Angst, es hat weder Tote noch Verletzte gegeben. Na Gott sei Dank. In welchem Haus war denn die Explosion? Nummer 15. 15? Das ist doch meine Wohnung.